Ja, hallo liebe Leute, ein neues Video. Hier soll es mal wieder um Blender gehen. Blender und das Motion Tracking oder Kamera Tracking. Da habe ich länger schon kein Video mehr zu gemacht und es sind einige Blender-Versionen zwischendurch neu erschienen und vor allen Dingen mittlerweile muss man das ja mit dem Cycles Renderer machen und deshalb hier ein neues Video dazu. Hier mein standardmäßiges Blender. Hier oben seht ihr meine Mausklicks und was ich an Tasten drücke und dann legen wir los. Also die Standard-Szenerie, da können wir erstmal rauslöschen, den Würfel, diesen Look-at-Point, der kann raus. Lichtquelle und so, das lassen wir erstmal drin. So, die Kamera, die hat bei mir standardmäßig eben diesen Look-at-Point hier drin, den Track-to, den können wir auch rausnehmen. Dann ist die Szene so erst einmal fertig. So, was macht man nun? Man geht einfach her und fügt hier hinten ein neuen Workspace hinzu. Da wählt man FX oder VFX und dann gibt es hier das sogenannte Motion Tracking. Das wird dann da hingelegt und sieht folgendermaßen aus. Hier ist ein normales Fenster, hier eine Anzeige für, da sieht man hinterher die Tracks, das ist das Dope Sheet, ist das genau. Das hier ist die Arbeitsfläche vom Tracking und hier unten werden Kurven angezeigt. Aber was macht man als erstes? Man lädt erstmal ein Video. Ich habe ein Video gemacht, das ist auch, ich glaube, 1152 Bilder lang, also nicht gerade kurz. Und dieses Video, ich empfehle immer, wenn man Videos macht, die man Motion tracken möchte, dass man die vorher in Einzelbilder zerlegt mit dem Videoschnittprogramm, weil die dann wesentlich schneller in Blender zu bearbeiten sind. Und diese Bildsequenz, die öffne ich jetzt hier. Das heißt, einmal Open, dann ist das bei mir unter den Sony-Witz. Da habe ich hier mein Motion Track 4K, das sind 4K Videoaufnahmen und das ist die Aufnahme, das ist das Video, das habe ich hier in Einzelbilder zerlegt. Und dann wählt man einfach das erste Bild aus und schon haben wir das hier. Dann kann man das hier ein bisschen sich zurecht zoomen und das ist halt eine Werkhalle, die im Bau ist, und wenn man jetzt hier durchfährt, dann sieht man, dass die Kamera sich recht langsam bewegt. Und ich habe die Kamera zwar in der Hand gehalten, habe die aber immer nur rotiert, bin nicht damit links und rechts gegangen. Deshalb, das hat einen Vorteil bei der letztendlichen Lösung. Man fängt hier einfach an, geht an den Start und dann habe ich hier die Search Size. Einmal habe ich die Pattern Size ein bisschen hochgesetzt, ich glaube auf 30. Und das hier, da bin ich ein bisschen hochgegangen auf 90. Das heißt, dass er Bewegungen, die schnell sind, auch relativ gut mitgeht. Bedeutet dann aber auch, dass vielleicht was nicht ganz so gut läuft. Das muss man dann hinterher eben rauslöschen. So, was macht denn diese Patterns heißt? Das sind die, seht ihr gleich, wenn ich hier Detect Features mache, dann werden diese Patterns hier angezeigt. Und die Search Size, das ist dann, wenn ich das dann tracken lasse, dass wie weit das laufen darf, ein solcher Punkt, dass er ihn noch als zugehörig zu einem Track, zu einer Spur halt erkennt. Man macht jetzt einmal Detect Features, dann hat man hier diese vielen gelben Rechtecke mit diesen Anpackern da dran, mit den Handles, nenne ich die jetzt einfach mal. Und jetzt gibt es einmal hier eine Möglichkeit, das auf Track zu stellen. Man hat aber die Tracking-Befehle, die man hier sieht, auch alle hier, außer hier unten diese. Und da kann man jetzt einfach hier auswählen, das heißt Track Markers vorwärts. Das ist rückwärts, das brauchen wir hinterher auch. Also jetzt fängt man hier einmal an und sagt Track Markers und da das ein bisschen dauert, werde ich das gegebenenfalls beschleunigen. Okay, ich habe schon gesehen, wo hier ein Fehler liegt. Ich habe vergessen, die
Frames umzustellen. Das sind 1152, das kann man sich hier oben dann reinholen. Aber hier, die könnte ich jetzt noch weiter tracken. Machen wir das einfach mal. Dann gehen wir hier wieder auf diesen Punkt und dann macht er auch da klaglos weiter. Okay, der geht also wirklich die 1152 Bilder durch und hier sind die restlichen verbleibenden Tracks und man sieht aber, da sind zwischendurch viele, die man rausschmeißen muss und das sieht man am besten hier unten in diesen Kurven. Da empfehle ich jetzt ganz einfach hier auf dieses Motion Tracking einmal drauf zu machen und auf Duplicate zu klicken. Dann haben wir hier ein neues und da werde ich hier oben die rauswerfen. Das heißt, die werden verbunden und der wird auch verbunden mit dem. So, jetzt haben wir hier nur noch den. Dann können wir das hier nach oben ziehen. Können das mal relativ groß anzeigen lassen. Hier bei dem Zoomen, da empfehle ich ist es Steuerung-Taste? Ich muss mal gucken. Genau, die Steuerung-Taste und dann mittlere Maustaste, dann kann man das hier so einmal in der Y-Achse skalieren und kann es auch so skalieren. Bewegen kann ich es einfach mit dem Mausrädchen ohne eine Taste und dann schauen wir mal, bei welchem Bild sind wir da. Da sind wir viel, müssen wir das noch viel. So ungefähr. So, jetzt haben wir alles sichtbar. Können das jetzt noch ein bisschen zurecht zoomen. So, und dann noch die in der Höhe. Es ist gar nicht so einfach. So. Und was ich direkt sagen kann, hier manche diese Ausläufer hier, die so nach oben rausgehen, aber insbesondere die kann man einfach nehmen und als Track löschen. Ich glaube, wenn ich Curve delete, wird auch der Track deleted. Ich hoffe es mal. Aber so habe ich das eigentlich verstanden. Ich habe das Teil gestern schon mal getrackt und es ist wirklich recht gut rausgekommen. So, hier kann man natürlich jetzt auch reinzoomen. Da auch einfach mit dem Mausrädchen drehen. Und dann können wir hier noch ein bisschen besser das rauslöschen. Gucken wir mal. Der kann auch raus. Das sind insbesondere solche, wo die hier oben an dem Balken lang wandern. Die machen solche Ausläufer hier und die kann man einfach rausschmeißen. So, gucken wir nochmal hier. Der kommt raus. Der kommt raus. Den machen wir auch weg. So, wenn man sich da nicht sicher ist, dann kann man den auch selektieren. Dann macht man hier, drückt man in dem Fenster hier oben einfach Shift und H. Und dann sieht man hier den Track und dann kann man den hier lang verfolgen. Und dann kann man sehen, der ist gar nicht mal falsch. Aber da verspringt er. Und da müssen wir dann uns entscheiden, wen wir nehmen. Nehmen wir den hier vorne oder nehmen wir den? Eine Trennung von denen habe ich noch nicht gesehen. Das heißt, was man aber auch machen kann, ist, dass man hier dann nachhilft. Das heißt, ich gehe nun auf diese Funktion hier, da wird das hier oben weggelöscht
Und dann können wir hier wieder weiter tracken, und zwar auch in Einzelbildern. Das geht hiermit. Dann sieht man, jetzt ist er versprungen, und dann kann man den wieder zurücksetzen. Kann von da jetzt nochmal tracken lassen. Ein Bild, und dann macht er nämlich da einigermaßen richtig weiter. Gucken wir uns das nochmal an. Auf welchem Blättchen sind wir denn da? Da sind wir. Da sind wir. Der ist richtig. Richtig. Lassen wir hier nochmal weiter. Ja. So, dann ist der Track bis dahin jetzt so in Ordnung. Dann kann man hier wieder Alt-H drücken, holt sich alle wieder rein und kann jetzt, das war jetzt der, den ich gerade gemacht habe, glaube ich. Nee, kann er ja nicht sein. Aber die an den Bäumen, die scheinen gar nicht so schlecht zu sein. Okay, dann schauen wir mal weiter hier hinten. Da sieht das so gar nicht mal schlecht aus. Das ist der hier. Okay, was ich jetzt empfehlen würde, ist, man kann jetzt hier sehr gut durch wandern mit dem Balken hier. Sehen wir jetzt, wo wir sind. Und da sieht man, da fällt ja jetzt auf, dass hier in dem Bereich noch gar keine Punkte gefunden worden sind. Dann geht man jetzt hiermit so weit nach da, so ungefähr. Dann würde ich hier an der Stelle dort neue setzen lassen. Dazu selektiere ich erstmal alle Tracks und drücke auf H, dann sind die versteckt. Dann kann ich neue Features erzeugen. Und die kann ich jetzt rückwärts tracken. Vorher mache ich aber Folgendes: Bevor ich die rückwärts tracke, lösche ich die raus, die ich an sich ja schon mit den anderen erschlagen habe. Das heißt, ich nehme die nochmal weg, dass wir das nochmal sehen. So, machen wir Alt-H, das sind die. Bis wohin bin ich denn da? Bis hier. Also von diesem Träger an, da würde ich die Punkte nehmen. Also machen wir wieder alle selektieren, hiden die, drücken auf Detect Features, deselektieren alle, schnell A gedrückt, zweimal. Dann kann ich jetzt hier einfach mit B das selektieren und dann machen wir das so. Und da drücke ich entfernen, die kommen weg. Dann wieder alle selektieren und jetzt klicke ich hier auf rückwärts tracken. Dann werden diese Punkte jetzt hier rückwärts getrackt. So, das ist nicht sonderlich viel, aber dann nehmen wir auch direkt hier die Ausläufer, wo es so richtig abgeht, den mal raus. Auch diese hier. Nehmen wir den auch noch raus. Und den auch. So, dann gehe ich jetzt wieder zu Bild 162 war das. Das kann man auch immer sehen. Ich drücke jetzt hier mal 150. Dann sehen wir hier die Tracks und dann kann ich jetzt hier rüber wandern. Hier sehe ich ja auch, wo er gestartet hat. Ich gehe jetzt an die Stelle hier. Dann drücke ich, die sollen jetzt alle selektiert werden. Und dann wird nach vorne getrackt. Also mit der Funktion. So, da ist er fertig bei Bild 598. Und dann können wir, bevor wir die anderen wieder reinholen, hier erstmal das rausschmeißen, was uns ein wenig suspekt erscheint. Aber sonst sind die eigentlich recht positiv. Ja, die können wir so lassen. So, dann drücke ich hier wieder Alt und H, holen mir die anderen Tracks hinzu.
Und dann kann man hier schon sehen, das geht schon hier weit hinein. Das sieht schon sehr gut aus. Hier in dem Bereich, da sind jetzt nicht so viele Punkte da, die getrackt werden. Ja, machen wir einfach mal bei 800 noch neue rein. Das heißt, Bildnummer 800, alle selektieren, verstecken, neue Features erzeugen. Diesmal ruhig die komplette Sache und dann tracken wir die erstmal rückwärts. Okay, dann mache ich direkt den Track ab 800 nach vorne. Okay, bevor ich die anderen jetzt reinhole wieder, dann nehmen wir wieder hier diese Sachen, die Ausraster hier raus. Ich gebe mir da gar nicht die Mühe, die einzeln aufzudröseln. Kann ja sein, dass es da dann welche gibt, die an einer gewissen Stelle noch funktionieren würden. Aber ich denke, wir haben genügend Punkte über, wenn wir die einfach so rauslöschen. Er kommt raus. So. Den machen wir auch mal raus. So, dann geht's hier. Der kommt raus. Der kommt raus. Das sind solche, die auch hier an den Sachen so durchlaufen. Also nicht denselben Punkt verfolgen. Das lassen wir mal. So, der kommt auf alle Fälle weg. Der kommt weg. Der kommt weg. Weg. Also zur Erläuterung, rot, das ist die Bewegung in XY, grün die Bewegung in rot in X und grün in Y, also hoch und runter. Track. So, dann machen wir wieder Alt-H, alle einblenden. So, jetzt kann man noch, ich weiß gar nicht, ob es notwendig ist, das werden wir einfach sehen. Ich werde jetzt erstmal wieder, alle habe ich ja schon wieder reingeholt. Versuchen wir mal damit ein Ergebnis zu finden. Wenn nicht, können wir ja nochmal von hinten tracken, rückwärts. Aber ich denke, es funktioniert so schon. Jetzt ist Folgendes. Es geht jetzt um Solve, also die Lösung. Einmal, in dem Fall, da ich die Kamera nur gedreht habe, kann man hier auf Tripod gehen. Das spart eine Menge Rechenarbeit und es kommen sehr gute Ergebnisse dabei raus. Die Refine einfach nur auf Focal Length, dass er ausrechnet, welche Brennweite die Kamera hat. Und dann braucht man nur noch auf Solve Kamera Motion zu gehen und dann wird schon die erste Kalkulation durchgeführt. Da kommt gleich hier eine blaue Linie rein. Das ist die Linie, die angibt, wie groß die Errors sind. Wenn die Linie hier oben ist, dann ist es Müll. Ist die hier so mitten schön drin, dann ist es sehr gut. Okay, starten wir Solve Camera Motion. Es geht schneller, als man denkt. Und an einer gewissen Stelle, da wirkt er auf Solve Error 3,31 Pix. Das ist ausgesprochen gut. Die Lösung sollte an sich so funktionieren. So, jetzt kann man noch Punkte setzen oder man geht einfach direkt in die Vollen und sagt, ich möchte einmal das als Background setzen und ich möchte die Tracking-Szene nutzen. Dann legt er hier an, einmal zwei Render-Layer, ein Foreground und ein Background. Und da werden auch die Sachen hier entsprechend verteilt. Er setzt einen Cube hier rein. Das ist nicht der, den ich vorhin gelöscht habe, den hat er neu reingemacht. Und er hat einen Ground reingesetzt. Ground müsste eigentlich eine Plane sein. Das müssen wir jetzt mal schauen.
Dazu gehe ich mal ins Layout und da sieht man hier, das ist die Plane, das ist der Würfel. Der Würfel, den können wir einfach mal rausschmeißen. Und hier sieht man jetzt, dass die Plane völlig schief hier drin sitzt. Um das zu ändern, da bewege ich jetzt einfach die Kamera. Und zwar bewege ich die in sich. Das heißt, wenn ich jetzt R drücke, dann drehe ich die und dann kann ich jetzt angeben, um welche Achse ich drehen möchte. Da sage ich jetzt zum Beispiel XX, dann drehe ich die Kamera in ihrer eigenen X-Koordinate. Da sieht man schon, das ist gar nicht so falsch. Diese Fläche hier, die muss ja irgendwie so hinkommen. Ja, das könnte schon stimmen. So, dann machen wir jetzt hier RYY. So. ZZ, das ist diese Koordinate. Da könnte die auch noch was brauchen. Man kann das auch direkt hier drehen. Aber da muss man schon ein wenig Fingerspitzengefühl haben. Das ist an sich noch viel zu steil. Das war, glaube ich, in X-Richtung. Und jetzt kann ich die Kamera auch bewegen. G in der Z-Richtung, X-Richtung, Y-Richtung. Y ist in dem Fall hier, das in die Richtung. Okay, und dann müssen wir, glaube ich, hier wieder XX machen. Das ein bisschen so. Jetzt schaut man sich das mal so an. Wie fährt die Kamera? Die Fläche, die können wir jetzt in sich drehen. Oder die Kamera darum, um den Cursor. Da stellen wir das hier um auf 3D-Cursor und können jetzt die Kamera drehen. So. Aber die Kamerabewegung bleibt immer noch erhalten hier. Also einmal das sieht man hier schon ganz gut, was passiert. So, dann können wir die Kamera jetzt noch ein bisschen bewegen. In Y. Wir können natürlich auch die Fläche bewegen. In X. Wenn ich die jetzt dahin haben möchte, so zum Beispiel. Schauen wir uns das mal an. Ja, das müsste schon stimmen. Die Fläche, die möchte ich aber gar nicht rendern und auch nicht angezeigt haben. Die habe ich jetzt nur als Prinzip genommen und jetzt konstruieren wir hier diese Träger rein. Das heißt, ich gehe hier hin. Wir gucken ja von da drauf. Ne, von hier, das ist schon richtig. So, ich erzeuge jetzt einen Würfel. Also Shift A, Mesh Cube. So, dieser Cube, der ist erstmal viel zu dick. Also machen wir S Shift Z ist das, soweit ich weiß. Genau. Und dann können wir den erstmal hier so ein bisschen zusammen drehen. Nee, nicht ZZ, S Shift Z. So zum Beispiel. Dann bewegen wir den jetzt dahin. Das mache ich aber nicht hier. Da machen wir einmal Steuerung Z. So, den bewege ich jetzt hier. Und zwar in Y-Richtung. So zum Beispiel. Dann skalieren wir jetzt das so, dass das. Aber da nicht anhand des Cursors, sondern machen wir das. So. Jetzt lasse ich das einfach mal ablaufen.
Und dann sieht man könnte mit diesem Teil hier an sich ganz gut leben. Da kommt so ein bisschen raus. Entweder muss ich jetzt die Position hier ein wenig ändern. Das heißt, wenn das hier so rauswandert, dann ist der an sich, muss der tiefer rein. GX. So zum Beispiel. Jetzt gehen wir wieder auf Bild 1. Okay, so, jetzt gehe ich hier wieder in diese Ansicht. Ruhig in das erste Bild. Gehen in Edit Mode. Setzen das hier auf. Da muss ich das hier ein bisschen größer machen, dass ich das sehen kann. Hier auf X-Ray. Und dann kann ich jetzt hier das selektieren. Alle deselektieren. Selektieren. Und dann gehen wir hier hin. GZ. Und dann ziehen wir den bis da oben hin. So, dann haben wir den. Ich lasse die Teile hier. Ich mache einzelne Objekte. Das ist jetzt der erste davon. Dann machen wir Shift D X0 und dann bewegen wir den GY dahin. Jetzt ist er da so ein bisschen krumm. Ob das jetzt an Kamera Perspektivfehlern liegt oder an meiner Position, wie ich das hier habe. Ich bewege den jetzt nochmal in X, ob ich das da ein bisschen... Ne, da mache ich jetzt einfach, den drehe ich jetzt um die X-Achse, nur dass der da so einigermaßen senkrecht hinkommt. Gehen wir nochmal hier hin, X, GY, machen wir den dahin. Dann machen wir von dem hier nochmal eine Kopie. Und die bewege ich dahin. Und da müssen wir wahrscheinlich genauso das ein bisschen drehen. So. Und GY. So. Okay, jetzt habe ich hier 3 so Träger drin. Die 3 Träger, die kann ich jetzt einfach kopieren. Und dann bewege ich die. Da fahren wir jetzt erstmal hier ein bisschen weiter, was die Bilder angeht. Hier zum Beispiel hin. Dieser Träger hier, der hat, glaube ich, gar keine weiteren. Das heißt, ich lösche die erstmal wieder raus hier, die ich gerade kopiert habe. Das war der. Das ist der. Ach, der geht gar nicht so weit runter. Die sind zu lang. Okay, dann ist alles, dann kann ich alles zurücknehmen. Dann machen wir hiervon noch eine Kopie. Bewegen den Y dahin. X. So. GX. Ne, Y. So, was man unten macht, wo man die enden lässt, das muss man sich hier wirklich überlegen. Das heißt, ich würde den hier da auf diesem Level enden lassen. Das heißt, dass die anderen eigentlich genauso. Merkt man sich das einfach mal. Die hier, aber das soll bitte auch X-Ray werden. Die GZ. Dann lassen wir die bis da gehen. Gucken wir mal, was ist das? 0,5.
0,7. Und dann machen wir das hier genauso. EZ 0,7. Du bitte auch. Und den können wir das genauso machen. Das können wir direkt hier machen. GZ 0,7. So, jetzt kann man die schon kopieren. 1, 2, 3, 4. Und zwar Shift D, X0. Die bewege ich jetzt GX. Und zwar, da müssen sie irgendwo hin. Gucken wir sich das mal an. Okay, jetzt bearbeiten wir die wieder solo. Da bin ich gerade. XX, GX. So ungefähr. Gucken wir uns den mal an. Ich glaube, da haben wir gar keinen. Oder das ist der da, ne? Den schmeiße ich erstmal raus. Also den haben wir, den haben wir, den haben wir. Gehen wir mal hier zurück. Nehmen wir erst auch mal raus. Der ist aber auf alle Fälle da. XX. So, und GY. Den packen wir mal hier hin. Da habe ich einen. Und da brauche ich keinen. Okay, so, dann warum mache ich das? Möchte ich euch erklären. Ich gehe jetzt her und importiere hier ein Modell rein. Das macht man über File Append. Und zwar, da muss ich mir jetzt das Modell suchen. Das habe ich auch für ein Motion Track Video schon mal benutzt. Das ist in diesem Verzeichnis. Da muss ich jetzt das Richtige suchen. MT1. Ich glaube, das war das hier vom 6. Oktober. Da machen wir einfach Doppelklick und dann geht man hier auf Objekt und dann sieht man hier jede Menge einzelne Objekte und die will ich auch genau haben. Alles außer die Kamera. Recht möchte ich alles haben. So, und gehen wir hier runter. Ich glaube, ich kann das Fenster auch größer machen. Diese Props sind da ganz viele. Das ist eine Drohne, die ich da jetzt fliegen lassen möchte. So, ich glaube, da haben wir alle. Gehen wir nochmal hier hoch. Ist bestimmt was zu viel, aber die Kamera habe ich auf alle Fälle raus. Und dann drücken wir auf Append. So, da sieht man schon, da ist hier so eine Plane drin. Die muss natürlich raus. Und das Teil hier, das ist wichtig, das ist der Drehmotor, der ist aber, wird nicht gerendert. Ich brauche im Prinzip jetzt im Moment auch nicht anzuzeigen. Und da ist die Drohne. Diese Drohne, die sieht man, jetzt muss ich mal gucken, das sind meine Cubes, genau. Die ist irgendwo hingekommen, und zwar hier, da ist das. Rumpf ist das Hauptteil, mit dem ich den bewege. Und was man dann auch sieht, da ist eine Animation hinterlegt, die müssen wir erstmal löschen.
Das heißt, das ging unter Objekt. Wo bist du? Animation, Clear Keyframes, und dann ist die Bewegung der Drohne weg. So, wenn ich die jetzt starte, die Animation, dann drehen sich die Flügel hier, aber das Ding steht da so rum. Und dann gehen wir wieder hier in diese Ansicht. Die wird zu groß sein, die Drohne. Das heißt, die bewege ich jetzt erstmal. Rumpf ist selektiert. Was habe ich denn jetzt für eine Taste gedrückt? Ich glaube die falsche. Steuerung Z zurück. Ich wollte G drücken. Die setze ich jetzt da rein. Und dann gucken wir uns das mal von der Seite an. Die ist so ein bisschen gedreht. Die werden wir jetzt ein bisschen zurecht drehen. So, gucken wir mal gerade von hier. So. Aber zu groß ist er eigentlich nicht. Vielleicht ein bisschen. Aber es soll ja auch große Drohnen geben. So, dann schauen wir hier mal. Da hängt das Ding jetzt drin. Und jetzt kann ich einfach erstmal hier gehen, einen Render machen. Da geht man hier auf, da stelle ich mir das hier mal ein auf, sagen wir mal 10%, damit ich erstmal so einen Fix-Render bekomme. Und da sieht man, was ich auch beim letzten Mal schon gesehen habe, der Hintergrund ist gar nicht richtig da. Obwohl ich gesagt habe, Set as Background, das hat schon beim letzten Mal nicht funktioniert. Und da habe ich aber auch rausbekommen, was man machen kann. Und zwar, da geht man hier auf die Render Layers und wählt hier den Background aus. Background aus. Damit. Ich muss das mal wegschieben hier. Da wird es ausgewählt, den Background aus. Und mal gucken, wie wir uns das besser hinschieben hier. Haben wir uns da ein bisschen mehr Platz. So. Und dann habe ich den Background ausgesucht. Dann geht man hier auf den Render Layer Background. Da ist soweit alles korrekt. Das Einzige, was nicht korrekt ist, ist die, was da schattiert wird. Muss ich mal gerade schauen, was ich da gemacht hatte. So, hier haben wir ja auch den Background. Der Ground, den brauche ich aber gar nicht. Wie war das denn nochmal? So, hier haben wir Surface Background und der muss jetzt ein Material kriegen. Wie hatte ich das denn nochmal gemacht? Image Texture, und zwar linear, das geht mal auf Smart. Flat ist korrekt. Repeat auf Extend. Vektor auf Window. Wo ist das? Input. Hier ist es. Window. So, dann rendere ich das Ganze einfach einmal und dann sehen wir, so ganz richtig ist das nicht. Warum nicht? Ich muss natürlich das richtige Bild da auch laden. Das heißt, wir gehen jetzt hier in Shading. Shading.
Und dieser Ground hier, den wollte ich da eigentlich gar nicht sichtbar haben. So, dann müssen wir für den Background jetzt, das ist die Image Texture. Wie komme ich denn auf... So, wie komme ich denn da hin? Ach, hier können wir direkt Open machen. Okay, da muss jetzt natürlich das entsprechende Video geladen wird. Das ist dieses Verzeichnis hier, Nummer 4, 1, Open Image. So, dann muss noch eingestellt werden. Ich hoffe, das ist jetzt, dass er das als Bildsequenz nimmt. Gucken wir mal gerade. Also das scheint nicht korrekt zu sein. Texture. Bei dem Bild wird es wahrscheinlich richtig sein. Ja, natürlich. Aber hier die... Ach, hier muss man es auf Image Sequence umstellen. Das ist dann hier die 1152. So, jetzt können wir hier auch wieder ein anderes Bild nehmen und rendern lassen. Und jetzt sind diese hier natürlich weiß schattiert. Das ist so nicht richtig. Da geht man jetzt her, wählt einen von denen aus. Dann geht man hier auf Shading. Da sind wir ja auf Shading. Wir machen hier neues Material drauf. Und zwar können wir einfach New machen. Und hier, das wird auch Background als Shader. Und die Farbe, die wird auch eine Image Texture. Und die können wir genau hier öffnen. Wiederum aus SonyWiz. Dieses erste Bild hier. Und dann hier direkt umstellen auf Smart Flat Extend. Image Sequence 1152 Bilder. Und dann wichtig ist Alpha None. Das müssen wir beim anderen, glaube ich, auch noch machen. Und aber die beim Vektor hier wiederum Window wählen. So, jetzt können wir das nochmal schattieren. Da sieht man jetzt wird dieser Balken hier mit derselben Farbe wie das Hintergrundbild gerendert. Dieses Material, das setzen wir jetzt auf die hier auch. Das heißt, wir geben dem mal einen Namen. Das ist jetzt mal Balken. Und das machen wir da auch hin. Material Balken. Warum die hier so blau-rosa dargestellt werden, weiß ich nicht. Im Render kommt es richtig. So, dann machen wir hier auch Balken. Du kriegst das Material Balken. Du bitte auch. Und dann gehe ich nochmal auf den Renderbefehl
Und das können wir jetzt gleich mal größer rendern. Das macht man deshalb, damit die Drohne dahinter versteckt wird. Dass man also wirklich denkt, die ist dahinter platziert. Das können wir jetzt noch ein bisschen feiner machen. Ich wähle jetzt mal irgendein Bild. Das heißt, wir gehen in Layout-Modus. So, da werden die auch nicht rosa dargestellt. So, dann haben wir hier das Bild hier. Bei welchem Bild sind wir? Bild Nummer 28. Ich gehe mal hier jetzt einfach auf 210. So, da haben wir den hier, da haben wir den. Und da ist die Drohne. Die Drohne, das ist hier der Rumpf. Die kann ich jetzt so bewegen. Und dann machen wir das aber in der Aufsicht. Bewegen die so ein bisschen nach hinten und ein bisschen so. Können wir die noch ein bisschen runterholen. GZ. So zum Beispiel. Und dann stellt man hier das mal auf 50% ein. Das ist 4K. Das ist schon heftig. Machen wir mal 25%. Und ja, das ist groß genug. Und da sieht man jetzt, wie die Drohne da drin fliegt und von dem Balken halt verdeckt wird. Wenn man hier so rein zoomt, sieht man, dass das auch ziemlich gut ist. Man könnte jetzt noch mit einzelnen Animationen die Balken ein bisschen in der Größe anpassen, dass das 100%ig so rüberkommt, dass es wirklich perfekt aussieht. So, dann, was man noch machen kann, ist hier unten jetzt wirklich eine Fläche reinlegen, die eine Schattenfläche wird, aber das machen wir beim nächsten Mal. Okay, wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da. Einen Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und dann danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Motion Tracken. Tschüss!